Kennst du den Unterschied zwischen vom Blattspiel und ein Stück nach Noten einüben? Beides ist Klavierspiel nach Noten, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Thomas Forschbach hier von Werde Musiker und in diesem Video möchte ich dir genau diesen Unterschied kurz erläutern und wieso das eine sogar mehr mit Auswendiglernen zu tun hat und das eine tatsächlich nach Noten spielen ist. Kommen wir erstmal zur Technik vom Blattspiel. Vom Blattspiel, wirklich vom Blatt oder Blattspiel zusammen dann wirklich. Dieses vom Blattspiel ist die Technik, dass du wirklich Noten lesen kannst wie ein Buch. Und diese Technik kann man erlernen, genauso wie man lernen kann, halt Bücher zu lesen. Und es ist genau die gleiche Herangehensweise. Wir müssen halt ganz langsam anfangen und in ganz kleinen Schritten uns langsam steigern. Genauso wie wir lesen lernen, genauso wie wir ganz normal Worte lesen lernen, lernen wir halt Noten lesen. Und das Ganze geschieht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess, das ist ein anstrengender Prozess, aber es ist ein Prozess, der für jeden möglich ist. Und wenn man sich mal das Ziel vor Augen hält, dass man dann wirklich ein Notenblatt nehmen kann, das vorne aufs Klavier spielt und dann sofort spielt, ist es natürlich ein sehr erstrebenswertes Ziel, finde ich. Ja? Also definitiv ein Ziel, was die Arbeit wert ist letztendlich. Also das erstmal vom Blattspiel. Dagegen ist die Sache, ein Stück nach Noten einzuüben. Ein Stück nach Noten einzuüben ist nicht, dass du das Notenblatt oder das Notenbuch nimmst, vorne aufs Klavier stellst und sofort spielst, sondern du nimmst dir einen Takt raus oder einen Überabschnitt raus, so wie wir das auch in Piano-Tutorials ohne Noten machen. Du nimmst dir einen Überabschnitt raus und den übst du erstmal mit einer Hand. Und was heißt üben? Üben heißt dann wiederholen und jetzt pass auf, zwei Sachen. Einmal natürlich die Technik, dass die Finger das überhaupt meistern können. Und die zweite Sache, und jetzt wird's spannend, ist auswendig lernen. Und es wird deswegen so spannend, weil viele Pianisten, die diese Herangehensweise, ist eine schon verbreitete Herangehensweise, dass man zwei Takte nimmt und die übt und übt und übt. Ne? Das ist die Formulierung, die man so vielleicht auch aus dem Klavierunterricht oder aus dem Musikunterricht kennt. Aber die wenigsten wissen, dass das, was sie in dem Moment gerade wirklich machen, auswendig lernen ist, weil sie es nicht bewusst machen. Aber wenn man das bewusst macht, dann ist es viel effizienter nochmal, dann lernst du wirklich viel schneller, weil du ja dich konzentrierst, okay, jetzt lerne ich das auswendig. Und dann prägst du dir das ein, durch die Wiederholen. Und dadurch, dass du dir das einprägst, ja, genau, dann nimmst du erstmal die rechte Hand, dann kommt die linke Hand dazu und anschließend beide zusammen. Und beim Wiederholen werden halt diese beiden Sachen eingeübt. Erstmal, dass die Finger das meistern können, die Fingertechnik, die Spieltechnik. Und dann natürlich, dass du das Ganze einprägst. Weil nämlich dann wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad, dass du die Noten so vom Blatt erkennen kannst, weil da die Grenze erreicht ist. Ne? Also natürlich ist hervorragend, wenn du die eine Technik drauf hast vom Blattspiel, dann musst du das Stück ja gar nicht mehr einüben, dann kannst du es ja quasi vom Blatt spielen. Beziehungsweise dann kann man noch mal an einigen Stellen feilen oder die Stelle natürlich immer noch auswendig lernen, das Stück. Und sich mehr auf die Musik konzentrieren selbst, ne? wenn man diese vom Blattspieltechnik beherrscht. Allerdings, ich möchte noch eine Sache zu der Sache sagen, ein Stück nach Noten einzuüben. Also man hat dann einen Takt, rechte Hand, linke Hand, dann beide zusammen, der nächste Takt oder der nächste Überabschnitt, da das Gleiche. Dann geht man immer weiter so vor. Und jetzt kommt die Sache und jetzt sagst du vielleicht, ja, warte mal, ich brauche aber dann, auch wenn du jetzt sagst, Thomas, das ist auswendig lernen, ich brauche dann trotzdem noch die Noten irgendwie dafür. Das hängt ganz einfach damit zusammen, und zwar, ich brauche trotzdem die Noten dafür. Da ist manchmal so eine Stelle, nee, da brauche ich nochmal kurz die Noten. Also, natürlich kannst du das machen, aber letztendlich ist dann genau die Stelle nicht ordentlich genug auswendig gelernt. Und auswendig lernen, also es sind Wiederholungen, auswendig lernen kann jeder Mensch. Klar, im fortgeschrittenen Alter ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach, zugegeben, das kann ich nur beobachten und nicht selbst erfahren. Aber trotzdem meine Beobachtung ist auch, dass es auch
wenn man das regelmäßig macht, dass man auch das trainieren kann und dass auch das sehr gut funktioniert. Also ich halte es zugegeben für eine Ausrede, wenn man sagt, nein, ich kann mir gar nichts merken. Ja, also ich glaube, da muss man einfach dranbleiben und es einfach noch öfter wiederholen und noch bewusster sich einprägen. So, also das ist meine Beobachtung. So, also wie du siehst, 2 grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen. Beide kann man natürlich trainieren. Ganz wichtige Sache, es gibt keinen großen Pianisten, der im Konzert tatsächlich wirklich noch Noten irgendwie hat. Ja, also wenn er da Noten hat, dann hat er es nicht richtig geübt. Aber kein Konzertpianist, siehst du, wird jemals noch Noten haben, weil er das eingeübt hat, auswendig gelernt hat. Und übrigens, wenn das einmal auswendig gelernt ist, dann kann man sich auch wieder mehr auf die eigentliche Musik konzentrieren. Das viel, viel Wichtigere natürlich. Die Einladung für dich heute, wenn du nach Noten ein Stück einübst, achte drauf oder halte es dir bewusster vor Augen, dass du das Stück wirklich dir einprägst. Probier einmal aus, wie gut das wirklich funktioniert, wenn du das Ganze so bewusst angehst. Und trotzdem ist es natürlich schön, beide Techniken zu beherrschen. Wenn du daran interessiert bist, in meinem Kurs Die hohe Kunst des Blattspiels, gehen wir beide Techniken separat an. Du kannst dir deine Herangehensweise da aussuchen. Und ich bin brennend gespannt auf deine Meinung. Erstmal teilst du meine Meinung, hast du eine ganz andere Meinung, hast du andere Beobachtungen, andere Erfahrungen gemacht? Ist das für dich jetzt was ganz Neues oder war das sowieso für dich völlig klar, was vom Blattspiel ist und ein Stück nach Noten einzuüben? Und glaubst du, dass man tatsächlich ein Stück ohne Noten besser spielen kann als mit Noten? Ich glaube ja. Noch einmal die Sache, auch wenn ich als Notenhasser dargestellt werde, nein, ich bin ein großer Fan von Noten, aber sie sind ein Hilfsmittel und die eigentliche Musik geschieht woanders. Wie ist deine Meinung? Lass es mich wissen in Form eines Kommentars. Vielen Dank fürs Zuschauen heute, dir noch einen schönen Sonntag und bis bald.